Und nervös? Ja, aber er auch. Das ist das Geniale. Das ist die Geschichte von Beatrice Steiner, die es wagte, aus Liebe zu Windhunden ihre gut bezahlte Managerstelle in der Schweiz aufzugeben, um ausgerechnet auf Hunderennbahnen in Irland ihr Glück zu suchen. Charging traps of 5 certainly didn't. Swiss Jet is clear into the open. Hä? Jo, wo wollen wir das wieder her tun? Ja. Ja, warte. So. Windhundrennen haben in Irland Tradition. Seit bald 100 Jahren lassen die Iren ihre Hunde auf Rennbahnen gegeneinander antreten. Niemand hat darauf gewartet, dass eine Frau und noch dazu eine Ausländerin da mitmischt. Doch seit 7 Jahren tut Beatrice Steiner genau das. Auf ihrem Hof bei Cavan, unweit der nordirischen Grenze, lebt sie mit 80 Windhunden. Eigenen und solchen, die sie für Kunden züchtet, aufzieht, schult und trainiert. Langsam. Hey! Das kommt bei den alteingesessenen Iren nicht immer gut an. Am Anfang wird man total natürlich als Exot angeschaut und nicht ernst genommen. Ich denke, ja, in einem Jahr sind die wieder gegangen. Und das haben sie auch schon einige probiert. Und also Schweizer, das ist keine sehr lang geblieben. Deutsche gibt es ein paar da. Die meisten haben aber irgendwie auch wieder aufgehört. Einfach weil es ist halt eine komplett andere Kultur da und man wird nicht ernst genommen. Es ist ja eine grosse Bevölkerungsgruppe, die Greyhound-Rennen macht und die sind seit klein auf sind das alles Freunde untereinander. Also ist es wirklich schwierig, reinzukommen. Statt mit Einheimischen beschäftigt sich die 48-Jährige lieber mit ihren Hunden. Einer ihrer großen Hoffnungsträger ist Swissjet. Er gehört einer Gruppe von Schweizern, dem Team Swiss Syndikat, und hat einen Marktwert von 4.000 Franken. Diesen wird Swissjet in wenigen Tagen am größten Rennen des Landes verteidigen müssen. Für Steiner nicht nur eine Frage von Gewinnen oder Verlieren, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Wenn ich ihn dann an den Start bringe und Paraden ist, und dann wird jeder Hund speziell vorgestellt. Und dann Besitzer Team Swiss Syndikat, dann ist man natürlich schon stolz. Und ja, ich höre das irgendwie auch gerne. Ich bin durch und durch ein Schweizer und ich bin hier in Irland wegen Greyhound-Rennen und nicht in Irland wirklich wegen dem Land und den Leuten. Also, das ist schlussendlich irgendwo durch auch. Man geht hier immer in ein Land wegen einem Job. Und wenn man dann wahrgenommen wird als Schweizer und die Schweiz darf repräsentieren am Rennen, da hat man einen gewissen Stolz. Ja. Ist das Swiss? Für Steiner stand die Wahl ihres Auswanderungslandes außer Frage. Aus Irland kommen die schnellsten Windhunde. Der beste Ort für sie, ihre Ambitionen in Erfolg zu verwandeln. Nathalie Abedi ist die Lebenspartnerin von Beatrice Steiner. Gemeinsam führen sie den Hof. Der Trainer kommt mit Essen. Kommt mal her, komm. Habt ihr Hunger, ihr kleinen Scheißer? Danke. Ja. Nicht streiten. Jeder kriegt das hier. Nein, aufhören hier. Lieb sein. Die 38-jährige Fotografin aus Darmstadt hatte sich schon als Jugendliche in Windhunde verliebt. Die zwei Frauen kannten sich gerade mal 3 Monate, als sie hierher in die Fremde zogen. Hallo. Für jeden was dabei. Tiffy, komm her. Komm, hier ist deiner. Du hast Pink. Komm her, Baby.
Nee, du bist der Guido, ne? Du darfst doch gar nicht essen. Darfst du doch gar nicht essen. Tippi, du bleibst hier. Hier ist dein Napf. Komm, auf geht's. Los. Rein. Die stehen so auf die Pute, ne? Die nehmen dir das schon aus dem Eimer, bevor du das ausschüttest. Ja, wobei die einen da oben, die waren nicht so hungrig. Die Casey und Ort? Nein, der Salomon. Hier. Ja? Ja, also wenn du wüsstest, was die gefrühstückt haben. Ich züchte sie, ich setze sie in die Welt. Ich bin von der ersten Lebensminute mit diesen Kleinen und ab einem bestimmten Punkt übergebe ich sie ihr, ganz bewusst. Und für die Art und Weise, wie sie dann mit diesen Geschöpfen umgeht, da wächst meine Liebe immer mehr und mein Respekt immer mehr, weil es einfach so wahnsinnig viel Sinn macht und weil es einfach so wahnsinnig schön ist. Erstaunlicherweise sorgte die Beziehung zwischen den beiden Frauen im erzkatholisch-konservativen Irland kaum für Reaktionen. Für die Leute hier sei dies schlicht kein Thema, sagen sie. Das ist für die Kleinen erstmal, ne? Essenszeit. Komm mal her. Du bist ein Dick. Jo. So, auf geht's. Nein, alle essen. Mama kommt gleich wieder, ne? Eine ausländische Frau, die ihren Platz in einer männerdominierten Welt reklamiert, das verursachte hingegen durchaus Gerede. Mehr noch, gewisse Trainer sagten Beatrice Steiner direkt ins Gesicht, was sie davon halten. Der Steward war einmal auf dem Platz und wir haben irgendwie so geredet. Und dann hat er zu mir gesagt, «Only the Irish man can train a Greyhound.» Ja, da habe ich es gewusst. Wie lange warst du da? Eine Woche, oder? Ja, Du oder einen erzählst es Monat. jetzt noch, ne? Ja. Hat die schön Das hat beeindruckt, mich oder? schwer beeindruckt, ja. Ja, wir haben schon unsere Herausforderung hier. Ja. Also ich glaube, richtig Respekt und angekommen bist du erst, wenn du eins dieser ganz dicken Dinger gewonnen hast. In den Augen der Iren. Für uns ist alles gut. Und wir sind happy sowieso. Aber hier geht es nur ums Gewinnen. Also, ne? Zweiter oder dritter, wenn du. schon interessant. Darüber wird gar nicht gesprochen. Du musst siegen. Und das ist eigentlich nicht ganz so das, was wir im Auge haben. Um Siegen ging es schon in Steiners früherem Leben. Bevor die Maschinenbau- und Betriebswirtschaftsingenieurin mit 41 ihren Aussteigertraum verwirklichte, arbeitete sie jahrelang im Kader verschiedener Medizinaltechnikunternehmen. Auch damals zählten nur Topleistungen. Vermissen Sie teilweise auch den Alltag, den Sie in der Schweiz hatten? Ja, wenn ich bis auf die Unterhose nass bin, dann schon. Aber sonst gar nicht. Jetzt bin ich für die Hunde und mich verantwortlich und kann das so machen, wie ich es für richtig halte. Und kann das Beste daraus machen. Und als Manager ist es halt viel länger wie schwieriger, weil man ist nicht nur für die Leute zuständig, sondern man muss Management oder die Chefetagen auch glücklich machen. Und das ist halt nicht mehr so einfach, vor allem dann, wenn die Zahlen halt irgendwie nicht immer stetig gut gehen. Und da ist mir das eigentlich egal, solange ich irgendetwas zu essen habe und kann die Hunde ernähren. Für die Managerin gab es nur einen Weg zum Glück. Weg von Großkonzernen hin zu einem ehrlichen und bodenständigen Leben in einer Umgebung, die der Hundetrainerin schon immer mehr behagte als die Teppichetage. Good morning. How are you? I'm good, how are you? Good, good. Hast du Ferien geplant? Ich reise nächste Woche in die Schweiz. Meine Mutter hat Geburtstag. My mother's birthday. Schön. Wie ist das Wetter da? Very warm. Sehr warm. Zu warm für uns. For us. Okay, love it. All right, thank you very much. Thank you. Take care. Bye, bye, bye. Es sind die Traineraufträge, mit denen sich Steiner einen Namen macht. Das Geld bringen aber Zucht und Schulung der Hunde. In den ersten Jahren floss deshalb viel Erspartes in den großen Traum.
Seit einem Jahr trägt sich der Hof nun selbst. Viel Geld für Luxus bleibt trotzdem nicht. Ist das reduzierte Leben für Sie ein Gewinn oder teilweise auch ein bisschen ein Verlust? Also, das ist für mich so eine Momentanblende. Also, ich denke nicht, dass es genau so für immer sein wird. Und darum ist es für mich ein Gewinn, weil ich dann so denke, ja, so das ganz einfache Leben, das würde ich sehr wahrscheinlich nie mehr haben. Dass man noch mit Kohlen oder Holz heizen, dass man fürs Warmwasser zuerst den Schalter drehen muss und warten muss, bis es aufgeheizt ist. Ja, dass man irgendwie jeden Schritt ein bisschen planen muss. Hundefreie Momente sind für die Frauen überaus selten. Noch. Denn irgendwann soll auch wieder mehr Zeit für die Partnerschaft bleiben. Und zwar abseits von Hundegebell. Feld, Wiese, Rennbahn und manchmal sogar das Drehkreuz. Steiner musste erfinderisch werden, um all ihre Hunde auf Trab zu halten. Mit verschiedenen Trainingsmethoden und frischem Futter, das mit Vitaminen, Fetten und Ölen ergänzt wird, bringt sie ihre Hunde zu Bestleistungen. Letztlich gehört aber auch bei Tieren ein Talent für den Rennsport dazu. Ein angeborenes Gewinnergen. Die Pflege der Tiere setzt Wissen voraus. Steiner hat es sich durch ihre Ausbildung zur Orthopädistin und spezialisierte Seminare angeeignet. Es sind aber vor allem die 25 Jahre Erfahrung, dank denen sie jede atypische Bewegung des Hundes und jedes schräge Bellen sofort deuten kann. Ja, das tut nicht weh. Ich tue ihn hier behandeln mit Ultrasound. Er hat sich in der Wiese aus dem Fuß ein bisschen verknackst. Also es ist keine Rennverletzung. Er ist jetzt so ein bisschen ein Hebelfrosch. Aber, gell, Tommy, auch das schaffen wir. Kannst du wieder rein, gell? Hm? So. Das sind recht kleine Anlagen. Ist das nicht ein bisschen für so einen grossen Hund? Er schläft nur da drinnen. Sie sind ähnlich wie Katzen. Also sie schlafen 20 Stunden und die 4 Stunden, wo sie wach sind, da wollen sie aber Action. Da wollen sie etwas machen, da wollen sie etwas erleben, da muss etwas passieren. Steiner ist überzeugt, entspannen können die Hunde am besten mit Schweizer Radio im Hintergrund. Grossartiges Stefan-Chef mit Holunder. Da heisst er 3, jetzt gibt es wichtigst vom Taxi. Kommerzielle Windhundrennen sind weltweit nur noch in 8 Ländern erlaubt. Eine Szene, die in Irland immer häufiger anzutreffen ist, sind aufgebrachte Gruppen von Tierschützern, die Windhundrennen aufs Schärfste verurteilen und als Schande brandmarken. Angeprangert werden Überzüchtung, Tierquälerei und die grausame Ermordung jener Hunde, die ihre Leistung nicht oder nicht mehr erbringen. Ich will, dass Windhundrennen in Irland verboten werden. Komplett, 100%. Es ist falsch. Diese Industrie basiert auf einem Modell von Überzüchtung. Man züchtet zu viele Windhunde, wählt die Besten aus und entsorgt die anderen. Sie nennen sie Abfall. Wir holen Windhunde wieder zurück aus China und Bangladesch. In diese Länder werden sie nach dem Ende ihrer Rennkarriere exportiert und zur Zucht genutzt, bis sie fast tot sind. Manche enden sogar im Fleischhandel. Steiner spürt Gegenwind nicht bloß seitens der männerdominierten Branche. Sie muss auch gegen den schlechten Ruf ankämpfen, den der Hundesport hat. Wie ist es, um so mit Buhrufen und Shame on you empfangen werden zum Rennen? Ja, es ist so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht. Also nicht etwas, wo man sich erfreut darüber. Fühlt sich ein bisschen angegriffen.
Demonstranten sagen, es gibt nur Gewinnen oder umgebracht werden bei den Greyhounds. Haben Sie recht? Überhaupt nicht, nein. Also, der Hund rennt mal, weil das hat er im Adrenalin, im Blut. Er will rennen. Und einen Verlierer demzufolge gibt es nicht. Also jeder Hund, der ins Ziel kommt, wird sagen, er ist ein Gewinner und hat sich gefreut darüber. Wenn die Hunde älter werden, ihre wilden Jahre vorbei sind, suchen Steiner und Partnerin Nathalie ihnen einen Platz als Haustier. Für sie, die Hunde lieben, ist es selbstverständlich, dafür zu sorgen, dass es den Hunden in einem neuen Daheim gut geht. Und so vermitteln sie Plätze nicht nur für ihre eigenen, sondern auch für Hunde anderer Trainer. Macht die Branche etwas falsch, dass das offenbar so überkommt? Ja, das ist sicher auch so. Also, es sind immer auf beiden Seiten irgendwo Fehler zu finden und zu suchen. Die Anti haben Schlagwörter, die dementsprechend irgendwo auch hinhauen. Und wenn man sich versucht zu rechtfertigen oder wütig wird, hat das ja natürlich auch nicht den Sinn. Also man muss versuchen, das auch vorzuleben, was die gute Seite ist. Und vielleicht halt eben auch Türen öffnen und zeigen, wie behandelt man den Hund, was machen wir alles. So, dass so ein Schlagwort gar keinen Einfluss mehr haben kann. Beatrice Steiner ist unerschrocken, wenn es darum geht, Missstände in der eigenen Branche anzuprangern. Und sie zeigt schwarze Schafe ohne Zögern beim Nationalen Verband für Windhundsport an. Beim Wegzug in die Fremde ist es ein bisschen wie auf dem Rennplatz. Gewinn und Niederlage liegen manchmal bedrohlich nah beieinander. Doch die Liebe zu den Tieren war das Risiko wert. Auch wenn Steiner viel dafür aufgeben musste. Ich habe sehr viel zurückgelassen. Ich habe die Familie zurückgelassen, ich habe die Freunde zurückgelassen. Ich habe einen Ort zurückgelassen, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich mich drinnen bewegt habe, wo ich gewusst habe, wie mich zu verhalten. Es ist meine Heimat, die ich zurückgelassen habe. Ich bin als einfach Beatrice hierher gekommen. Man hat nichts über mich gewusst. Es hat auch niemand interessiert. Ich musste mich zuerst bestätigen. Jetzt mittlerweile ist ganz klar Beatrice. Sie ist Greyhound-Trainer da. Sie gehört zu den Shelburne Park-Trainern, gehört unter die ersten 25 Trainer. Man nimmt mich doch auch ernst. Also, man verfolgt meine Hunde, man schaut, was für Resultate die gemacht haben. Man gratuliert mir. Man nimmt mich auf jeden Fall wahr. Die Umgebung mag sich zwar grundlegend verändert haben, Steiner jedoch nicht. Sie lebt noch immer für ihren Beruf. Statt zahlenbesessener Konzernbosse diktieren nun allerdings die Hunde ihren Alltag. Egal ob beim Spaziergang, beim Kochen, Rennen oder Fernsehschauen, seit bald 30 Jahren sieht man Steiner kaum je ohne Windhund an ihrer Seite. Der Greyhound ist mein Lebensinhalt. Ich bin gern da für den Hund, aber er gibt mir auch wahnsinnig viel. Er erfüllt mich. Ich möchte, dass es möglichst in seinem Naturellen sich entwickelt und uns dann schlussendlich eben auch das kann zeigen, was in ihm steckt. Finaltag. Das große Rennen in Shelburne Park, Dublin. Dem wichtigsten Rennplatz des Landes. Wer hier gewinnt, ist jemand. Hallo! 3,5 Jahre Aufzucht, Dutzende Stunden Training. Hat sich die harte Arbeit gelohnt? Wird es hier SwissJet aufs Siegertreppchen schaffen? Yes.
Schnell bezahlen. Heute geht es um Ruhm und Ehre, ein Preisgeld von 2.500 Franken, vor allem aber um die Frage, ob auch eine Frau und Ausländerin einen Windhund zum Champion trainieren kann. So, jetzt können wir nicht mehr machen. Noch offen. Nervös. Und wir, jetzt fängt jetzt. Nein! Gut, gute Position. Das Eis ist schneller, das war vermutet. Aber er kann sich wenigstens in Szene setzen. Dritte Kurve ziemlich eng. Er geht weit wie immer zum Schwung holen. Und jetzt heim. Komm. Zweite, super! Nur wenige Millisekunden am Sieg vorbei. 450 Franken Preisgeld. Eine solide Leistung, die Steiner und die Schweizer Besitzer von Swissjet stolz machen. Und zufrieden? Super, genial. Hätte nicht besser sein können. Dieser Konkurrenz, zweite, super. Gut gestartet, gesund, Freude gehabt, alles genial. Ich habe immer total Mühe, um den Maulkorb und das Renndeckel wegnehmen, weil ich bin irgendwie fast mehr ausser Atem wie der Hund. Einfach von der ganzen Aufregung, von dem Adrenalinkick, den man bekommt. Schon Wahnsinn. Ja, geht. Glück, das ist für Beatrice Steiner immer wieder ein schneller Hund. Dabei muss er gar nicht der Schnellste im Rennen sein. Not too bad, come second.